Cube World übrigens. Cube World soll dieses Jahr ein Update kriegen. Ein Update kriegen. Was? Ich werde heute um 15 Uhr und generell ab sofort des Öfteren einen CubeWorld Community Livestream auf Twitch machen, bei dem ihr gerne mitzocken dürft. Ich freue mich auf jeden, der da eintrudelt. Für genauere Infos oder bei Fragen joint meinem Discord. Einer der größten deutschen YouTuber und Streamer, Gronkh, hat in seinem letzten Livestream vergangenen Freitag vor mehr als 20.000 Leuten eine ziemliche Bombe platzen lassen. Seiner Aussage nach soll CubeWorld 2019 mit hoher Wahrscheinlichkeit geupdatet werden. Als ich diesen Clip letzten Freitag von einem Freund zugeschickt bekommen habe, war ich ziemlich aus dem Häuschen. Wie vermutlich viele von euch gerade auch. Da ich weiß, dass dieser Kanal den krassesten und vermutlich loyalsten Kern der deutschen CubeWorld Community bündelt und ein solches Statement, gerade von einer Person wie Gronkh, für viele, mich eingeschlossen, einen ziemlich hohen Stellenwert hat, empfehle ich euch dennoch, erstmal Ruhe zu bewahren. Einatmen, ausatmen. Ich habe den gesamten Livestream-Ausschnitt, in dem Gronkh über CubeWorld redet, rausgeschnitten und werde ihn kurz abspielen lassen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Cube World übrigens. Cube World soll dieses Jahr ein Update kriegen. So ist es verlautet, wurde letztes Jahr schon gesagt. Also ich bin gespannt, ich weiß nicht genau wann, aber es soll ein offizielles Update geben und der Entwickler, also ich glaube, da gab es auch private Probleme. Das war bei Notch ja damals nicht unähnlich. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Also was da passiert ist, ich will da jetzt auch nicht so reingraben. Ich will mich nur darüber freuen, dass es da hoffentlich dieses Jahr ein Update gibt. Und wenn es ein Update gibt, mache ich Staffel 2. Da werde ich auf jeden Fall Tobi ein bisschen treten. Das Jahr hat erst angefangen, kann auch was im Dezember werden. Kann auch auf 2020 verlegt werden. Weiß man ja auch nie. Hauptsache, die sind dann noch. Ach, die haben mal ein Kind bekommen. Weiß ich alles nicht. Das weiß ich alles nicht. Wie gesagt, ich stecke da nicht drin und ich wollte mich da auch nicht in Privatangelegenheiten einmischen. Ich habe mich nur gefreut, als ich es erfahren habe. Ich habe da einfach die Füße stillgehalten und einfach gehofft. Und wie es aussieht, manchmal funktioniert es ja. War auf Twitter-Webseite zu lesen. Hä? Webseite war ich ewig nicht mehr, aber Twitter war ich. Folge ich den eigentlich? Neues Black Mirror habe ich noch nicht gesehen, leider. Also was sagt uns das Ganze? Erstmal, Gronkh möchte mich treten. Da werde ich auf jeden Fall Tobi ein bisschen treten. Was vollkommen in Ordnung ist, ich mache alles für ein Update, auch wenn es weh tut. Wirklich alles. Alles. Bezüglich privater Probleme im Hause Wolfram lässt sich meinerseits absolut nichts bestätigen. Auch ich habe hier und da mal immer irgendwie wirre Spekulationen gehört. Ich glaube aber auch nicht, dass das mehr als Spekulationen gewesen sind. Ich denke, hierbei handelt es sich eher um Gerüchteküche. Möchte mich jetzt aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Kann natürlich trotzdem sein, aber ich wüsste dazu keine handfeste Information, dass das stimmen würde. Aber Gronkh hat ja auch nicht gesagt, dass das jetzt so wäre. Ich gehe nur kurz darauf ein. Er hat ja auch nur jetzt gerade spekuliert oder er war sich ja auch nicht hundertprozentig sicher. Dass Wolley und seine Frau allerdings ein Kind bekommen haben, kann ich bestätigen. Dazu liegen mir schon seit gut einem Jahr Informationen zu. Allerdings habe ich es nie groß thematisiert oder breitgetreten. Des Weiteren plant Gronkh eine Staffel 2 für sein CubeWorld Let's Play. Ich hatte in der Vergangenheit schon öfter spekuliert, dass Leute wie Gronkh mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder CubeWorld spielen würden, sobald das Update rauskommt. Finde aber wirklich gut, nochmal eine konkrete Bestätigung zu bekommen. Das freut mich sehr, also wirklich sehr. Nun zu der wichtigsten Frage, die uns alle interessiert. Woher bezieht Gronkh die Information, dass CubeWorld geupdatet wird? Die Aussage, dass 2019 ein Update rauskommen soll, klang einfach in meinen Ohren so sicher, dass ich mir dachte, was weiß er, was ich jetzt gerade nicht weiß? Im Grunde hatte ich zwei verschiedene Theorien zu dem Thema, welche wir gemeinsam im Discord diskutiert hatten. Steht Gronkh mit Wolley im Kontakt? Das wäre jetzt nicht verwunderlich. Immerhin hatte Wolley schon früher mit YouTubern wie den Joxcast zusammengearbeitet und große Let's Player wie Gronkh haben für gewöhnlich die Kontakte zu den Entwicklern, derer Spiele sie spielen. Zumindest ist es in der Vergangenheit bei Gronkh schon des Öfteren so gewesen. Oder die etwas ernüchterndere Variante, Theorie, ist Gronkh einfach auf irgendeine Fake News reingefallen oder auf irgendeinen Clickbait. Um das nicht einfach so stehen zu lassen, bin ich bis 5 Uhr nachts wach geblieben, um eine Situation zu erhaschen, wo Gronkh eventuell in seinen Twitch-Livestream schaut. Sinngemäß stellte ich die Frage, woher er seine Informationen zu einem Update im Jahre 2019 bezieht und ob er in Kontakt mit dem Entwickler steht. Glücklicherweise schienen mehrere Leute im Chat auf diese Frage aufmerksam zu werden und stellten sie ebenfalls, bis Gronkh schließlich antwortete. Auch hierzu blende ich den dazugehörigen Clip ein.
Von meinst du Cube, wo dieses Jahr ein Update bekommen? Hast du Kontakt mit dem Entwickler? Woher hast du diese Info? Ich weiß nicht mehr, wo ich die habe. Ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Da habe ich es, da las ich es. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich hoffe, das stimmte. Vor allem, weil ich daran glauben will auch. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Wie ihr seht, hat Gronkh lediglich davon gelesen und diese Informationen scheinbar nicht vom Entwickler persönlich erhalten. Und naja, wie soll ich sagen, ich kenne alle Seiten, alle Infos, alle Artikel, übernachte quasi im Cube-World Reddit und auf Wollys Twitter-Page, bin eigentlich immer up to date, habe meinen gesamten Kanal und einen guten Teil meines Lebens diesem Spiel gewidmet und dennoch ist mir diesbezüglich absolut keine offizielle Information bekannt. Entweder Gronkh bringt da was durcheinander, wurde ein Opfer von Fake News bzw. Clickbait oder er hat sich schlicht und einfach verlesen. Die derzeit aktivsten und nennenswertesten Sammelpunkte der Cube-World Community sind der Cube-World Subreddit und sein Discord und hier findet sich kein einziges Statement bezüglich des Update-Datums, geschweige denn des Jahres. Die einzige Information, die ich tatsächlich kannte und für dieses Video nochmal rausgesucht habe, war eine angebliche Mail vom September 2018, in welcher davon gesprochen wurde, dass das Update im August 2019 rauskommen soll. Diese Mail wurde aber bereits als ein ziemlich offensichtlicher Fake entlarvt und ist leider nicht ernst zu nehmen. Das letzte bekannte Lebenszeichen von Wolley kommt aus dem November 2018, wo er dem Reddit-Nutzer Biotech3 eine Mail bezüglich des derzeitigen Entwicklungsstandes von Cube-World inklusive eines überzeugenden Screenshots geschickt hat. Ein ausführliches Video zu dem Thema findet ihr in der Infobox, denn wenn es seit über 3 Jahren eine Konstante gibt, dann, dass auf diesem Kanal ein Video erscheint, sobald etwas Nennenswertes in der Cube-World Community passiert. Ist so. Mich würde echt interessieren, was für einer Fake News Gronkh zum Opfer gefallen ist. Solltet ihr einen entsprechenden Artikel oder ähnliches finden, schickt ihn, dann nehme ich den mal gründlich auseinander. Versteht mich nicht falsch. Ich würde mich wirklich freuen, wenn 2019 das Update rauskommt. Vielleicht kommt es auch 2019 raus. Ich würde wie ein emotionales Wrack heulend in der Ecke liegen. Heulend, weil ich mit diesen Emotions, mit diesen ganzen Gefühlen gar nicht, wenn ich daran denke, dann explodiere ich schon innerlich. Natürlich kann das passieren. Allerdings gibt es hierzu derzeit keinerlei offiziellen, der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen. Und sollte Gronkh kein Insiderwissen haben, ist mit seiner Aussage leider auf den ersten Blick absolut nichts anzufangen. Leider nicht. Leider. Ich würde mich freuen. Ich fände das voll gut. Es ist vermutlich sehr unwahrscheinlich, aber solltest du, Gronkh, dieses Video sehen, würde ich mich freuen, wenn du deine Aussage in einem Livestream noch einmal revidieren oder abschwächen würdest, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht korrekt ist. Ich habe in Gronks Livestream gesehen, wie viele Leute sich noch an Cube-World erinnern und gar nicht wissen, was es bereits alles für Neuerungen gibt, geschweige denn, was der Entwickler, Wolley, bereits alles ins Spiel gebracht hat. Solltest du, nicht der Typ, der neben dir sitzt, sondern du, ebenfalls zu diesen Leuten gehören, habe ich dafür ein sehr ausführliches Video mit nahezu allen wichtigen Infos, Gameplay, Screenshots etc. fürs kommende Update gemacht. Schau es dir gerne an, es war unfassbar viel Recherche und Schnittarbeit für mich. Du findest es oben in der Infocard. Zum Schluss sei gesagt, dass wir dennoch, trotz der Ernüchterung, etwas Informatives aus dieser News ziehen konnten. Denn wenn eine YouTube-Legende wie Gronkh jetzt schon bestätigt, Cube-World auf jeden Fall weiterzuspielen, können wir uns sicher sein, dass das Game wieder zu der Aufmerksamkeit kommen wird, die es einst genossen hat. Zumindest bin ich mir da sehr sicher. Mich persönlich hat die erste Staffel von Cube-World so sehr vom Spiel begeistert, dass ich es mir damals gekauft habe, bis heute spiele und als einer der letzten noch Cube-World-Content auf YouTube bringe. Bevor ich dieses Video machen konnte, habe ich eine Menge mit den Leuten in meinem Discord diskutiert. Wer zukünftig an solchen Diskussionen teilnehmen und bei brandaktuellen Cube-World News sofort informiert sein möchte, kann diesem gerne beitreten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wer interessiert ist, darf heute um 15 Uhr gerne in meinem Livestream vorbeischauen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Gehabt euch wohl, euer Herr Cube Time!
Sag nur diesen einen Versuch, Bruder. Danach bin ich nass. Ich will das nicht. Ich werde danach übel nass sein. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab's gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Was? Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Es ist einfach alles nass. Es ist einfach alles nass. Es ist einfach alles nass. Es ist alles nass. Hätte der jetzt nicht aufgenommen? Hätte der jetzt nicht aufgenommen, wäre die Nachfrage nach Rasierklingen in Deutschland stark gestiegen.